Hallo und herzlich willkommen bei der Historischen Bergungsgesellschaft. Wir befinden uns gerade an einem großen Gewässer und wie man sieht, sind wir diesmal nicht an der Küste, sondern im Landesinneren, genauer gesagt am Forgensee, dem mit 15,2 Quadratkilometern flächenmäßig größten Stausee in Deutschland. Der in den 1950er Jahren errichtete Stausee ist damit gleichzeitig der fünftgrößte See in Bayern und erstreckt sich über eine Länge von 12 Kilometern und eine Breite von 3 Kilometern. Eine etwas weniger geläufige Bezeichnung für den Forgensee ist Speicher Roßhaupten, denn hier im Forgensee wird das Wasser des Flusses Lech, der dort hinten in den Forgensee fließt, aufgestaut und gespeichert und danach dem Wasserkraftwerk Roßhaupten zugeleitet. In diesem Wasserkraftwerk wird das aufgestaute Wasser auf die Turbinen geleitet und damit jährlich Strom für ungefähr 48.000 Haushalte hergestellt. Damit spart man jedes Jahr etwa 85.000 Tonnen Kohlendioxid ein, weil man den Strombedarf für diese Energie nicht mehr mit fossilen Brennstoffen herstellen muss, sondern ganz ökologisch herstellen kann. Die Erzeugung von Ökostrom ist also eine der wichtigen Bedeutungen, die der Forgensee hat. Andererseits wird der Forgensee auch sehr gerne für Wassersportarten jeglicher Art genutzt. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, rund um den Forgensee liegen kleine Segelboote, es gibt Stand-up-Paddler, es gibt Kanufahrer, es gibt alle möglichen Arten an wassersportlichen Aktivitäten. Aufgrund dieser vielfältigen Nutzung, aber auch der Tatsache, dass einige Bereiche hier als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen sind, bringen die Tatsache mit sich, dass für den Forgensee ganz komplexe Bestimmungen für die Nutzung gelten. Mithilfe einer Vielzahl beteiligter Institutionen und deren engagierter Unterstützung ist es uns gelungen, eine räumlich wie auch zeitlich begrenzte Ausnahmegenehmigung für die Suche mit dem Metalldetektor zu erhalten. Wir dürfen auf der Westseite des Forgensees unser Gerät damit einsetzen. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich für alle, die uns unterstützt haben. Heute nehmen wir euch mit zu einem Badelogenplatz, der uns einen herrlichen Ausblick auf die Berge bietet und werden mal schauen, was wir alles finden können. Los geht's! Mit meinem ganzen Gepäck laufe ich gerade zum Ziel unseres heutigen Tages, zum Badelogenplatz Café Maria. Und wenn ihr einmal genau hinschaut, das dort hinten ist Schloss Neuschwanstein. Das Märchenschloss. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera richtig erkennen kann, aber das ist auf jeden Fall ein herrlicher Ort, den wir heute ansteuern.
Wir sind am Badelogenplatz Café Maria angekommen und haben tatsächlich einen Logenplatz, was den Ausblick auf die Berge hier angeht. Und vor diesem Panorama werden wir uns jetzt auf die Suche begeben. Hier unten sehen wir schon den See, der zu unserem genehmigten Suchgebiet gehört. Und wir werden natürlich bei der Suche auch dieses tolle Panorama und den schönen See genießen. Also, kommt mit! Zu dem einen Eisenobjekt, das für mich wie ein alter Nagel aussieht, der handgeschmiedet ist, kommt jetzt noch ein zweites Objekt hinzu und auch das hat wieder eine Nagelform. Im Vergleich zu unserem ersten Fund hier, bei dem anscheinend die Spitze abgebrochen ist, ist der zweite Nagel noch vollständig vorhanden und man sieht eben halt ihn hier in voller Länge. Das ist auf jeden Fall kein neuzeitlicher Nagel, davon haben wir auch eine ganze Menge gefunden, die wir euch gar nicht erst gezeigt haben. Aber diese Objekte sind aufgrund ihres Alters interessant und möglicherweise ein Fall für die Archäologie. Selbstverständlich werden wir diesen Fund melden. Das ist für uns eine Ehrensache und auch immer ein ganz großes Anliegen, nach Möglichkeit auch einen Beitrag zur Geschichte und Geschichtsschreibung mit so einer Meldung leisten zu können. Ich glaube, es ist nur Modeschmuck, aber es glänzt ein bisschen golden. Trotzdem schön.
ganz normal dort. Hier steht Aiden. Also stell dir vor, ich bin Aiden. Hier steht Aiden ganz normal. Wo ich so stehe. Hier stehe ich ganz normal. Wo ich nicht. Hier haben wir eine alte Patronenhülse. Vorne abgebrochen. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hinten wieder den Stempel freikriegen. Und dann können wir die bestimmt wieder identifizieren. Sehr schön. Unsere Suche am Badelogenplatz Café Maria war wegen der Aussicht schon etwas Besonderes. Allerdings muss man dazu sagen, waren die Suchbedingungen nicht ganz ideal. Aufgrund der Tatsache, dass es im Forgensee hauptsächlich Kieseboden gibt, war es sehr kompliziert, dort ein Signal auszugraben, da jedes Mal, wenn man mit dem Sandscoop versucht hat, in den Boden hineinzukommen, die ganzen Steine das Scoop blockiert haben und man nicht wirklich tief in den Boden gekommen ist. Die nächste Problematik hat darin bestanden, dass das Wasser relativ viele Schwebstoffe enthält. Jedes Mal, wenn man also an den Untergrund gekommen ist, sind diese Schwebstoffe nach oben geschwommen und haben uns die Sicht blockiert, sodass wir eigentlich immer nur im Trüben gefischt haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben also nicht mehr genau gesehen, wo wir uns jetzt gerade befinden, und dann ein Objekt in das Scoop zu bekommen, war relativ kompliziert und aufwendig. Das heißt, oft gab es Fehlversuche, wo nichts im Scoop war, und das macht das Ganze natürlich relativ schwierig. Trotzdem haben wir ein paar interessante Funde gehabt, und diese möchten wir euch jetzt natürlich in einer kleinen Fundauswertung zeigen. Ja, diese beiden Objekte hier, die wir am Badelogenplatz Café Maria gefunden haben, sehen wirklich stark nach alten geschmiedeten Nägeln aus. Der hier ist unten abgebrochen, aber der zweite hier ist noch mehr oder weniger vollständig vorhanden. Zur Sicherheit und weil wir natürlich nicht wissen, ob es sich vielleicht um einen archäologisch wichtigen Fund handelt, werden wir diese beiden Nägel der Denkmalbehörde einsenden und mal schauen, was uns die Archäologie dazu sagen kann. Sobald wir das Ergebnis haben, werden wir euch das natürlich ebenfalls noch vorstellen. Hier vor uns seht ihr das Arrangement unserer Fundstücke, die wir im Forgensee gefunden haben. Und diesmal wird das Ganze bei der Fundauswertung ein bisschen anders ablaufen, denn ihr seht schon den Briefumschlag, in dem sich die Rückmeldung der zuständigen archäologischen Stelle befindet. Denn wir haben natürlich, wie bereits angekündigt, die gefundenen Nägel eingesendet, um sie begutachten zu lassen. Welches Ergebnis sich in diesem Umschlag befindet, können wir aktuell noch nicht sagen, denn der Umschlag ist noch versiegelt, wie ihr seht. Und das werden wir gleich natürlich tun. Wir haben dazu auch noch eine E-Mail erhalten mit einigen wichtigen Informationen, die mit in die Fundauswertung gehören. Und das werden wir euch natürlich entsprechend alles zeigen. Wir beginnen nun erstmal mit unserem ersten Fund. Es war ein Sichtfund und handelte sich um diesen Perlmuttknopf hier. Es ist sogar noch ein Stück Stoff der Kleidung mit dran. Trotzdem scheint er irgendwie abgerissen zu sein. Wir sehen, vorne glänzt das Perlmutt und hinten ist auch noch ein Stück der Muschelschale zu sehen. Ein interessanter Fund mit den Augen und nicht mit dem Metalldetektor. Danach an zweiter
und dritter Stelle haben wir die Nägel finden können, die ihr ja bereits gesehen habt, die wir dann im Anschluss im Rahmen einer ordnungsgemäßen Fundmeldung der Archäologie gemeldet haben. Ich würde sagen, wir schauen nun zuerst einmal rein, was sich in dem Briefumschlag befindet und werden das einmal begutachten. Und dann werde ich euch natürlich noch zeigen, welchen Schriftwechsel es dazu gab und welche Informationen wir daraus gewinnen können. So, dann schauen wir mal nach, was es damit auf sich hat und öffnen den Briefumschlag live vor der Kamera. So, der Briefumschlag kann weg. Da ist noch ein Zettelchen drin, sehe ich gerade. Ja, das war's. Das war unsere Fundmeldung. Ihr seht mit entsprechender Beschreibung. Ach, das ist der eine Nagel. Und hier ist unser zweiter Nagel. So, wie ihr sehen könnt, hat man uns unsere Fundstücke nach der Begutachtung entsprechend zurückgeschickt. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist die Rückäußerung, was man uns nämlich alles dazu gesagt hat. Das Ganze, damit ihr das auch seht, ich decke den Rest ab, ging mit dieser Vorgangsnummer hier. Im oberen Bereich des Dokuments unterhalb der Vorgangsnummer können wir nun erstmal erkennen, um welche Maßnahme es sich bei unserer Aktivität genau gehandelt hat. Und darunter folgt dann die Georeferenzierung, die natürlich besonders bedeutend ist, um den Fundort ganz genau einzuordnen. Wenn ihr euch im Bereich Georeferenzierung einmal die rechte Seite anseht, so werdet ihr erkennen, dass dort Rieten am Forgensee zu entnehmen ist. Und das war auch genau der Ort, an dem sich der Badelogenplatz Café Maria befand und an dem wir an diesem Tag gesucht haben. Weitere Informationen lassen sich dieser allgemeinen Katalogisierung nun zunächst erst einmal nicht entnehmen. Selbstverständlich haben wir im engen Austausch mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege weitere Informationen zu unseren Fundstücken eingeholt und besprochen und haben freundlicherweise im Rahmen der weiteren Untersuchung unserer Fundmeldung noch folgende relevante Informationen zu unseren Fundstücken erhalten können. Die Fundmeldung wurde unter M-2022-2122-1 erfasst. Eine genauere Datierung der Nägel ist nicht möglich. Aller Wahrscheinlichkeit nach dürften sie aber neuzeitlich sein. Und als Einzelfunde sind sie wohl am ehesten mit abgelagertem Abfall oder eventuell Treibgut in Verbindung zu bringen. Wie bereits geschrieben, lassen sich geschmiedete Eisennägel nicht exakter datieren als Eisenzeit, also ab der Hallstattzeit, in der die Nutzung von Eisen in unseren Breiten einsetzt, Beginn ca. 800 v. Chr. bis weit in die Neuzeit.
Gerade im Allgäu würde ich vermuten, dass Nägel für den Hausgebrauch unter Umständen noch bis ins 20. Jahrhundert hinein von Hand geschmiedet wurden. Die statistische Wahrscheinlichkeit und auch die Erhaltung der Funde spricht am ehesten für eine Datierung in die Neuzeit. Wie wir der Expertise entnehmen konnten, sind unsere Nägel also mit größter Wahrscheinlichkeit in einen neuzeitlichen Kontext einzuordnen. Für uns sind es in jedem Fall sehr interessante Fundstücke, da sie noch in traditioneller Handarbeit, wie sie seit Jahrhunderten üblich war, geschmiedet worden sind und eben halt nicht einer industriellen Fertigung und Massenproduktion entstammen, sondern vielmehr Unikate sind, da jedes handgeschmiedete Objekt natürlich ein vollkommenes Einzelstück ist, das es in dieser Form natürlich nicht noch ein zweites Mal gibt. Weitere interessante Funde ergaben sich dann hier an dieser Stelle. Ich möchte nun zuerst einmal auf den kleinen goldenen Ring hier eingehen, den wir haben. Der sieht ja nun wirklich sehr interessant aus und die goldene Farbe ist ja auch sehr vielversprechend. Ob sich das Ganze bewahrheitet, werden wir nun natürlich erstmal mit einigen Tests versuchen herauszufinden, ob es sich wirklich bei dieser goldenen Farbe auch wirklich um Gold handelt. Der erste wichtige Schritt, den ich dazu unternehme, ist ein einfacher Magnettest, dass wir nämlich einfach schauen, ob dieser Gegenstand magnetisch ist. Wenn er magnetisch ist, kann es schon mal kein Gold sein, dann wäre das ausgeschlossen. Ansonsten müssten wir noch weitere Tests durchführen, um einen eventuellen Goldgehalt zu bestimmen. Also, erster Test, drückt uns die Daumen. Oh, ich spüre es schon. Nein, leider nicht. Auch wenn es sehr schön golden ist, es handelt sich um kein Gold. Es wird ein Stück Modeschmuck sein, aber auf jeden Fall leider kein Goldschmuck. Ich habe diesen Fund nun absichtlich zuerst ausgewertet, weil als letztes möchte ich mir die Patronenhülse vorknöpfen, die wir natürlich auch noch gefunden haben. Die Patronenhülse hat hier unten einen eingeprägten Bodenstempel, der noch sehr gut lesbar ist, auch wenn der Rest von ihr nicht mehr komplett vorhanden ist. Aber dieser Bodenstempel, der kann uns natürlich eine Auskunft darüber geben, um was für eine Art von Munition es sich handelt. Also schauen wir da einmal ganz genau hin und ich hoffe, man kann das vor der Kamera vielleicht auch erkennen. Es ist natürlich immer etwas kompliziert, in so einer starken Nahaufnahme die exakten Details zu zeigen. Doch bei dieser Patronenhülse ist es durchaus möglich, da der Bodenstempel sogar ohne Reinigung noch wirklich gut zu erkennen ist. Das, was ihr hier seht, ist also wirklich genau die Patronenhülse im originalen Fundzustand ohne irgendeine Art von Reinigung. Im oberen Bereich des Bodenstempels sehen wir ein D. Danach folgt hier ein E und ein sehr deutlich lesbares N. DEN, das haben wir bis jetzt schon herausfinden können, steht für Denver. Das heißt, diese Patronenhülse stammt aus den USA. Unterhalb des Bodenstempels oder besser gesagt im unteren Bereich des Bodenstempels sehen wir eine 4 und noch eine 4, was für das Herstellungsjahr 1944 steht. Damit ist diese Patronenhülse ganz klar in die Zeit des Zweiten Weltkriegs einzuordnen und dass sie abgefeuert wurde, sieht man auch hier an diesem Punkt. Dort ist der Schlagbolzen auf das Zündhütchen aufgetroffen und die Patrone wurde abgefeuert. Mit diesen ersten Hinweisen ist es eventuell möglich, noch einige andere Zusammenhänge zu dieser Patronenhülse herauszufinden, nämlich vielleicht zu den genauen Umständen, unter denen sie zum Einsatz gekommen ist. Und wir haben uns vorgenommen, darüber noch ein bisschen mehr zu recherchieren. Sollte sich da noch einiges Interessantes und Erwähnenswertes ergeben, werden wir euch davon auf jeden Fall berichten. Das heißt, wir haben hier mit der Patronenhülse ganz am Ende auch noch einen Fund, der in die Zeit des Zweiten Weltkriegs zu verorten ist.
Nach der Betrachtung der Patronenhülse sind wir nun an dieser Stelle am Ende unseres Berichts vom Forgensee angelangt und werden euch nun in der abschließenden Fundschau noch einmal den bunten Mix an Fundstücken verschiedenster Epochen zeigen, den wir dieses Mal zusammentragen konnten. Wir hoffen, dass wir euch eine wundervolle Naturlandschaft und ein paar interessante Funde zeigen konnten. Und es würde uns sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut und bis bald!
Tschüss.